Ich habe gedacht, ich gehe noch mal kurz zum hiesigen Hehler. Ich habe keine Ahnung, ob wir was zum Verhehlen haben. Geht trotzdem mal hin. Das war, ich glaube, wir waren schon das vorher mal hier. Bist du der hiesige Hehler? Uh-oh, mister. Oder bist du hier hinten? Gott, ist das... Das ist echt runtergekommen hier, ne? Oder... Ach, hier. Hey, you got anything for me? Ich habe keine Ahnung. See what you like. Müssen wir schauen. Was kann man herstellen? Oh, you need something exclusive, huh? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir können gar nichts herstellen. Oh. Ich probiere es halt. Okay. Anscheinend können wir wirklich nichts herstellen. Dann verkaufen. Alright, what do you have for me? Uhren. Ich habe auf alle Fälle Uhren. Not bad, this. You Gürtelschnalle. got a decent eye for these things by the looks of it. Golden Nugget. Ja, aber wenn wir den behalten. Naja, die klauen uns sowieso die O'Driscolls, oder? Ach, hier haben wir übrigens diese Karten, ne? Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir noch einen kleinen Goldball. Brauchen wir den? Schau mal hin. Kann man den vielleicht einschmelzen, den Gold Nugget? Let me know if you have anything you wanna get rid of. Was weg ist, ist weg. Fine. Ich sag's mal so. Nee, nie und nie. Das andere behalten wir lieber mal. Was kann man denn eigentlich von dir kaufen? Real good doing business with you. Dynamit. Warum eigentlich nicht? No. You Ah, nee, ich like trag something schon that ends with a 6. bang. Okay. Ein Tomahawk? Nö, nicht unbedingt. Wurfmesser? Oh, nee. Das sind wir jetzt nicht die großen Bohnen. Nee, das brauchen wir auch nicht. Pflanzenköder. Was war Schlangenöl? Ach ja, das Dead Eye. Nee. Wäre eine Idee. Pferdearznei. Was? Flintenbrandschrot. Wow. Wollen wir Flintenbrandschrot kaufen? Nee, erstmal nicht. You got anything of value? Don't care for the origin. Erstmal nicht, oder? Not a word to anyone. So, wir wollten ja, aber eigentlich wollten wir ja ganz woanders hin. Und zwar zur Bank wollten wir, glaube ich, mal, ne? Wo war denn die? Zur Postmeisterei konnten wir eigentlich auch. Wir schauen mal, ob da noch irgendwas zu bezahlen ist. Haben wir da irgendwas bezahlt schon? Postmeisterei. Das ist hier drüben. Also irgendwo hier. Puh. Arthur, du müsstest ein bisschen Sport machen. Das weißt du hoffentlich. So, hier ist auf alle Fälle... Sag mal, hier ist doch das letzte Mal jemand rumgeeiert beim Friedhof.
Der hat nach irgendjemandem geschrien. Könnt ihr euch noch entsinnen? So, es wird, glaube ich, wird Abend, ne? So, hier ist die Postmeisterei, richtig? Hier ist die Postkutsche. Ja, ja. Back to work, or I can hire a whole new crew. So, pass auf, ich spreche mal mit dem hier. Sir, welcome back. Kopfgeld. Run up a tab now, have we? In New Hanover haben wir 60. Das würde ich gern begleichen. Wise investment. Keeping your head on your shoulders. Das ist die Frage. Was haben wir noch? Zugfahrkarten. Nee. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Aber Post verschicken. Haben wir dann doch nicht diese Karten? Well, there it is. Yep, that's the word in town. Well, I must get on. Bye-bye. Animal Traps. Also ich glaube kaum, dass du hier drüben Don't rush me, I'll get to you. was anderes ist, ne? Huch. Hier wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber okay, hier kommt man auch wieder raus. So, jetzt aber mal zur Bank. Die da gewesen wäre. Going belly up? Also, Rhodes ist ein bisschen runtergekommen, oder? Da liegen die Penner einfach auf der Straße rum. Aber du spielst schön, mein Freund. Ich mag solche Mundrommeln. So, aber wir wollen ja mal zur Bank. Vielleicht können wir ja jetzt das einzahlen. Davies Overland. Ah, okay. Ich bin der Schnelle, mein Freund. Was ist denn mit deiner Kutsche? Was für eine Schlange? Wer spricht hier? Groceries. Alles klar, Junge? Gott, du siehst ja. Eieiei. Oh, hey, friend, remember me? Yeah. That's the guy. Hey, This here's the feller. The one that found me. the medicine man, huh? Helps with the mystery box? I will owe you my whole life. No lie. money last month. But Then I got drunk and went horn and let me buy you something from the store. Whatever you want, it's on me. Okay, appreciate it. Having conquered evil the way I have, it's the least a humble man can do. Das ist ja echt nett. well, you're humble, all right. It's about time I spread this good word. Yeah. What can I do for you? Ich möchte Yeah, guy with the snake bite says I can put something here on his tab. That fool? Jesus. If it's not one thing, it's another with him. But he pays his owe, so who am I to argue? Let me know what you choose. I'll add it to his list. schwierig. Ja, das ist auch nicht so Bet you didn't hear schlecht. it from me, but old Pete's thinking about giving Mrs. Haggerty all his gold when he dies. Well, I'll be. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was ist denn das hier? Yep. Pferde. Was haben wir hier? Kaffee ist, glaube ich. Ich glaube, Kaffee, gemahlene Kaffee, war das auch. Aber das bestimmt wird. Wir untersuchen das mal.
Ja. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Schokolade. Ne, wir nehmen mal tatsächlich noch... Wie viel Kaffee haben wir denn? Pomade. Für was war Pomade gut? Achso, einfach nur... Weil wir es können. Das haben wir doch schon mal jemandem gegeben. Hartonikum. Oh. Ich bin trotzdem immer noch für den Kaffee, um ehrlich zu sein. I'll let him know. You're paying next time, though. Ich meine, ich will ihn das jetzt nicht überstrapazieren, ne, und irgendwas das teuerste hier kaufen, was es gibt. Danke. Yeah, I heard. Thank you, sir. Pick something up on your tab. Thanks again. Look to you. Thank you. Nee, ich muss mich bedanken. Das ist ja nett. Was gibt's denn Neues, mein Freund? Want to buy something? Oh, gerne. Wir kaufen uns mal die neueste Ausgabe. Have fun reading. Make sure you come back tomorrow. So, dann wollen wir schauen, was in der Zeitung drin steht. Ihr merkt natürlich, ne? Ist natürlich wieder ganz klar. Ist natürlich wieder ganz klar, dass das hier echt ganz schnell weitergeht hier bei unserem... Was machen wir? Eine Horrorshow? Blood in the Streets of Valentine. Ah, ja. Line up, Dutch Rhodes. Get your Gang. paper. Alles klar. Wissen Bescheid, ne? Silver Soldiers turn criminals. Okay, Treasure Hunter disappears. Was ist das? Ein Schatzjäger irgendwie verschwunden? Mhm. Interesting. Drehen wir kurz das Ding um. Pneumatisches Extra, extra. Wunder. Come and get it. Get a move on, will ya? Was? Ein motorisierter Teppich? Reiniger oder Zwiebel? Kidnappers at large. Zweiter Goldrausch. Okay. Line up, Rhodes. Get your paper. Ja. Tode überall, ne? Die Anwohner sagten, es hätte geklungen, als vor ihrer Tür die Indianerkriege wieder ausgebrochen wären. Wow. Gesetzeshüter tauschen Schüsse mit berüchtigter Vandelant-Bande aus. Ja, das sind wir, ne? Valentine ist in der Region durchaus als ungemütliche Viehzucht bekannt, in der unangenehme Besuch in Auseinandersetzung kann es Seltenheit sein. Die neueste Welle der Gewalt ist allerdings so schlimm wie nie zuvor. Viel zu häufig gibt es Schlägereien in Smithfield Saloon. Ja, wir sind eigentlich für alles verantwortlich, was es dort gibt. Ne? Sachbeschädigung. Aha. Papers here. Get your papers right here. Teppichfeger patentiert. Und der zweite Goldrausch. Ist in Ordnung. Und ein Schatzsucher ist hier verschwunden, ne? Interesting. Adeliger aus Luxemburg. 15 News you wouldn't want to miss. Right here. Wir könnten ja lesen ohne Ende. Schaut mal hin. Streit um die Frauenwahlrecht. Ja, die haben echt lang gebraucht in den USA, ne? Frauen, natürlich die Afroamerikaner und natürlich die Indianer, ne? Bis der, was war, Entführer auf freiem Fuß. Drahtseillartist vor ihrem bisher größten Wagnis. Und eine Flugmaschine ist abgestürzt. Das wäre natürlich auch noch was, wenn die hier eine Flugmaschine noch hätten, ne? Schutzzollgesetz. Und noch ein Zirkus, ein Wanderzirkus. Ob wir den auch noch hier treffen, den Wanderzirkus? Ja, die Kunst des Angelns. Ob wir jemals wieder angeln? Wir wissen es nicht.
Haben wir uns ja den richtigen Platz ausgesucht. Riecht ja hervorragend. Extra, extra. All your newsworthy needs in one paper. Hotel, California. Gott, schaut mal hin. Was die hier für Haufen machen. Apropos Sheriff's Office. Warte mal, wo war denn hier die Bank eigentlich? Du spielst aber noch ein bisschen schön. Sag mal, ich hätte schwören können, dass hier eine Bank war. Hier ist ein Doktor. Also schau noch mal auf die Karte. Ich hätte schwören können, dass hier eine Bank ist. Saloon. Saloon. Zeitungsverkäufer. Gemischwarenladen. Schlachter. Postkutscher. Ich hätte echt schwören können. Hier ist der Hehler, dass hier eine Bank ist. Sind wir nicht zu einer Bank? Büchsenmacher. Ich würde ja gerne mal, um ehrlich zu sein, bevor ich zu Dutch reingehe, nochmal zum Sheriff. Oder ist der bei Dutch? Sollten wir irgendwas machen eigentlich? Gibt es irgendwie was zu tun? Nee, warte, das wäre falsch. Okay. Ach, hier ist mein Tagebuch. Oh, der kann schön malen, unser Arthur, ne? Macht das gut. Wo war denn eigentlich die Mission? Die wir noch machen müssten. So, wir gehen mal zum Sheriff. Ich glaube, da drin ist eh Dutch. Okay there? What do you want? Ja, nix. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja ein Kopfgeld hier. Auf Kopfgeldjagd würde ich gern, um ehrlich zu sein, noch mal gehen. Of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Würde gern aufsteigen. Mag zurzeit Come nicht. on, we need to get moving. Yes! Wie konnte man denn aussteigen? Archibald? Achso. How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson.
Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you, there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites? Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Ich habe natürlich... That rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Ach, mein Pferd ist da. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Oh. Dear me, that don't look good. Come on, mister. Keep your eyes open. Ich habe eine Waffe. No, this must have happened recently. Hey, come have a look at this. What? Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Irgendwie ein blödes Gefühl. Und vor allen Dingen... Ja, danke. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Yeah. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Yep. Not the nicest fellers in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say.
He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Could drink a sailor under the table before breakfast. Go right at the crossroads. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. They're right again here. Wo? Hier. Okay. No prob. Das Problem ist hier wirklich die Tastenkombination. Keine Ahnung. Man schafft es immer wieder, dass ich die falschen nehme. Und das kostet mich echt meistes Leben. Ich sag's nicht gern. Das ist ja richtig unheimlich hier. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, then take this operation down. For good. Come on. Let's see what we're dealing with. Hey. Schwarzbrenner in den Sümpfen. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. I wouldn't handle this. Well, the way I see... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Ich gehe mal rechts. We'll take the right. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Hush. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. Hatten wir eigentlich auch ein Messer? Forget the rider. They'll round him up later. Get the other one. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir da ein Messer zücken müssen. Someone's coming. Stay out of sight. Ah, Fessler. Wo ist denn der gewesen? Verdammt. Ah, hier. Verdammt, verdammt, verdammt. Ach so, aufheben sollte ich auch noch. Jetzt?
Puh. Ja, ich bin ja dabei. Nur keine Panik. Da bei mir immer ein bisschen länger als bei anderen. Okay. Ich werde den hier hinlegen. Just drop him with the others. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, tell me about the... That is the last time I'll mention it, I swear. Yeah, I'm sure. Well, years ago, finest family around. 1,000 acres or more, 300 slaves, and, well, decadence crept into their way of living. Decadence and debauchery. Kind of like in England, which is why they cut the king's head off. And at the same time, the Grey family came from Scotland recently, maybe 120 years ago. And they challenged the Braithwaites. And over time, a feud developed. With the Greys being right and proper in pretty much everything, and the Braithwaites being uncivilized and English in their manners, if you know what I mean. And so it has gone on like this for years. Please tell me you're almost done, Arthur. Sure. Ja, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Was soll ich jetzt genau machen? Hier ist die Brennerei. Die soll ich jetzt in Schutt und Asche legen, richtig? Okay. Dann machen wir Just a das. second. Was? Achso, das haben wir noch gesagt. Das ist in Ordnung. Ist das hier die Brennerei? Ja, ne? Soll ich die jetzt einfach... Das ist die Brennerei, ne? Ich hau jetzt einfach mal hier was hin. Wenn wir Pech haben, haben wir Pech, ne? Achso. Der haut... Achso, nee. Das ist Quatsch, was du machst. Halt, aufheben. Aufheben. Okay. So, jetzt. Machen wir vielleicht... Ja gut, anzünden. Ne? Ah! Arthur, we got some trouble here. Wo? This fight'll be your last. Wo haben sie den Trappel? Warte, ich komm. That was close. Nee, halt! Ah. So, wo habt ihr den Trappel? I'll riddle you with bullets. What are you doing? So, hier drin habt ihr Trappel. Give me a hand with these bastards. Entschuldigung. Sorry, boys. We're putting you out of business. We're taking blood for every drop of that shine. There's more coming up from those huts. The Greys put you up to this. In our business? We pay good money for that. You don't mess with the Lemoyne Raiders. Shit! Muss ganz schön lang nachladen, mein Freund. Come on!
Wie war denn das mit Nachladen? Also. Look out behind! Southern boys! Come on, finish him! Christ alive! Wo? Is that all you got? Wo? Shit, that almost got me. You got victory coming your way. Damn it. I'm gonna kill you so good! You might not think, but you'll die, son of a bitch! Turn around! There's a special place in hell for those. Findest du? Holy shit! Ach so, das ist unsere. Ah, ich merke das nie. Still going! Hit him again! There are more by those huts! Let's clear them out! It's the misty beyond for you! Wie oft willst du denn noch aufstehen? Christ alive! What now? Warte, halt, ich muss Got moments left! zurück. Was jetzt? Ja, da kam noch Munition. Ah, da. You forgot how to use your gun! That was too damn close! I don't see any more. Do you? No, Let's find Dutch and get out of here. fine by me. Kommen wir zumindest noch so was Come Ähnliches. on, Arthur. I'd rather not be here when our friends notice the shine's gone. Ja. Geh ein bisschen so schnell wie möglich. All right. I'll see you over there. So, gehen wir, ne? Nicht, dass wieder irgendjemand kommt hier. Hoppa. So. Hallo? Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece Finally. of crap. Come on, move. We have a life Move it! on a land so stupid, a backwater so backwards that even we
are like geniuses. Bill, get this stuff out of here! Come on, you ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Yeah. Whoa, 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 whoa. Well then, deputy. Come on. Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set, go! Aber verlieren. Ein bisschen Fehlstart. Much of a rider. We'll see about that. Komm, ihn hol mal auf. Ah, komm mal, Guter. I've barely dug in a spur here, Arthur. Ah! Ja. Uah. Okay, wir haben die Einfahrt verpasst. Appa! Appa! Und, schaffen wir es? Oh! Oh! Geht's dir denn, mein Guter? Eieiei. Oh. Alles gut? Wartet mal. It'll take more than that, boy. Tut mir echt leid. Okay, fella. Tut mir wirklich leid. Aber wirklich. So, wir reiten vorsichtig. Das war... Wow. Okay, Deutsch. Ich gönn dir den Sieg. Ausnahmsweise. Obwohl ich dir eigentlich nichts gönn. Oh, gut. Jetzt sind wir hier auf der Draisine. Ja, wir hätten wahrscheinlich hier sogar die Zeit gehabt, wenn man es recht bedenkt. Die alle zu durchsuchen, ne? Damit man ein bisschen Geld bekommen kann. Okay. Es ist, wie man es macht, macht man es falsch. Bleibt man zu lange, kommen die Gesetzeshüter. Aber wir waren ja schon, ist ja Quatsch gewesen. Halt, hier wäre ich nochmal falsch abgebogen. Ja. Wir waren ja schon mit den Gesetzeshütern unterwegs, hätten wir ja eigentlich... Weil die müssen so einen Stress machen, wisst ihr? Die machen immer einen vollen Stress. Ja, wir müssen jetzt gehen und und Sorry, Arthur. This ain't looking good for you. Nicht wirklich.
Oh, I am sorry, son. Well, spare the gloating, Dutch. Oh, I'm not a gloater. Why would I laugh at the fact that you haven't learned, after all these years, to ride a horse very well? That is a source of great sorrow to me. Very funny. I had fun with you today. Be well. Here? Well, I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. You know, I think I've heard enough of your opinions, miss. Ich sag mal so, ich kann Dutch nicht leiden. Und wir sind Sheriffs, immerhin, Deputies. Vielleicht bringen wir es ja noch zu irgendwas. Ich sag ciao ciao für heute.